das schaut gar nicht mal gut aus. Gollum, das schlecht bewerteste Spiel des Jahres. Ja, es ist nicht gerade gut. Was mich persönlich aber besonders schmerzt, das Spiel stammt vom deutschen Entwicklerstudio Dedelic. Wisst schon, wir machen von Adventure-Klassikern wie Deponia und Ätna bricht aus. Einer Spieleschmiede aus Hamburg. Noch dazu ein Studio, von dem ich nichts Negatives sagen kann und von dem ich nur Positives gehört habe. Kein Crunch, keine Abzockmechaniken, die DLCs von Gollum mal ausgenommen. Elbische Sprachausgabe als DLC. Verständlich, weil Sprecher kosten. Aber seriously? Und auch sonst keine Skandale. Aber weil das Spiel so schlecht ist, musste Dedelic vor kurzem ein JPEG veröffentlichen, in dem sie sich für das Spiel entschuldigen. Wollte ich schreiben. Aber bei der Recherche zu diesem Video bin ich auf diverse Anschuldigungen von Missständen gestoßen. So sind Crunch, schlechte Chefs, die sich auf vergangene Erfolge berufen und das schlechte Gehalt Hauptkritikpunkte am Unternehmen. Ja, die Seite, die ich dafür verwendet habe, war Kununu, eine Plattform, an der Mitarbeiter ihre Firma bewerten können, sowie diverse Berichte auf großen Gaming-Seiten. Dedelic selber streitet die Vorwürfe zwar ab und, lass es mir mal so sagen, tendenziell sind negative Stimmen lauter als positive. Aber oftmals sind solche Anschuldigungen nicht aus der Luft gegriffen, insbesondere wenn es gleich so viele sind und das Ganze liefert Indizien darauf, was bei Gollum falsch gelaufen ist. Denn wenn ich mir das Spiel und die einzelnen Tests so ansehe, werde ich das Gefühl nicht los, dass Dedelic sich hier ganz einfach übernommen hat. Betrachtet man nämlich die Spiele von ihnen, dann fällt auf, dass sie nicht für AAA-Spiele bekannt sind. Für viele Adventure-Spiele, viele Rollenspiele und viele kleine Indie-Perlen und dann BOOM! Der Herr der Ringe. Vermutlich das größte Fantasy-Franchise, welches es gibt und welches nicht als ein Point-and-Click-Adventure auf den Markt gekommen ist, sondern als ein 3D-Stealth-Spiel. Stellt sich die Frage, warum? Warum ist man nicht bei seinen Leisten geblieben, sondern hat nach den Sternen gegriffen? Ich schätze, vermutlich hat man sich zu Beginn gedacht, das packen wir schon. Immerhin kann man auf jahrelange Erfahrung in der Spieleentwicklung zurückblicken und man hat ja gerade in neuerer Zeit schon öfters 3D-Spiele gemacht. Und wahrscheinlich sind im Vorstand bei Dedelic auch der Herr der Ringe-Fans, welche auch einmal bei den Großen mitmischen wollten. Und warum denn auch nicht? Warum soll denn nicht einmal ein kleines Hamburger Studio im Weltmittelpunkt stehen? Probleme, Schmobleme, die gab es immer wieder einmal, aber man hat es dann doch irgendwie durchgebogen. Zur Not macht man ein paar Überstunden. Oder um es weniger freundlich auszudrücken, Crunch. Von dem, was ich herausgefunden habe, hat Dedelic 2014 bereits bei den Rechteinhabern wegen einer Spielelizenz angefragt. Dieser war auch bereit, eine Lizenz zu geben, wenn man denn fähig ist, eine gute Buchumsetzung in Spieleform zu machen. Und Dedelic kann so etwas. Haben sie doch mit solchen Spielen wie Ätna bricht aus und Deponia zwei fantastische eigene Marken erschaffen und mit den Säulen der Erde schon eine solche Buchumsetzung gemacht, welche ganz gut angekommen ist. Aber die Säulen der Erde sind winzig im Vergleich mit Der Herr der Ringe. Und Ausflüge in den AAA-Bereich habe ich bei Dedelic noch nicht gesehen. Das, was für mich am ähnlichsten danach ausschaut, wäre Blackguard aus dem Jahre 2014 oder State of Mind. Aber wer von euch kennt denn eines der zwei besagten Spiele? Oder würde ohne zu scherzen behaupten, yep, AAA. Des Weiteren, selbst wenn der Lizenzhalter prinzipiell offen war, dass Dedelic ein Spiel entwickelt, günstig ist die Lizenz bestimmt nicht. Und wenn ich daran denke, dass sowohl 2016 und 2020 Dedelic wegen Finanzproblemen in den Medien war, macht es das nicht besser. Der Schritt zu einem Stealth-Action-Spiel mit der Herr der Ringe-Lizenz machte dahingehend Sinn, dass Point-and-Click-Adventure finanziell nun einmal nicht den großen Erfolg feiern, selbst wenn ein Franchise wie die Säulen der Erde dahinter steckt. Das Studio hat sich also im Laufe der Zeit neu ausgerichtet hin zu mehr Mainstream-Produktionen, welche wir aktuell mit Gollum sehen. Kleinere Spiele wollte man in neu gegründeten Zweitstudios erstellen, welche inzwischen aber auch schon wieder geschlossen wurden. Das Problem? Dedelic hat keine Erfahrung mit Mainstream-Action-Adventure-Spielen und das sieht man. So sind die inneren Monologe, die wir aus dem Film kennen, zwar im Spiel. Sie haben nur keinen Einfluss. Dasselbe bei der schlechten Grafik. Ja, Dedelic hat ungefähr 80 Mitarbeiter und sie können gute Grafik machen. Aber was ich herausfinden konnte, sind es nicht gerade die erfahrensten Mitarbeiter. Gute bestimmt und mir gefällt die 3D-Grafik ihrer frühen Spiele auch sehr. Aber hier wollte man eine düstere Welt von Mittelerde nachbauen, in einer Grafik, wo man zwar 2019 noch gesagt hat, dass es eine eigene Optik haben wird, aber wenn ich das Ergebnis so betrachte, war AAA das Ziel und die Filme die Vorlage. Selber hatte man aber nur die Ressourcen einer Indie-Bude und Leute, deren Kompetenz woanders liegen. Bestimmt hatte man hier gute Intentionen am Anfang gehabt und gedacht, dass das Spiel möglich ist, aber man hat mittendrin gemerkt, dass man sich einfach übernommen hat. Zu dem Zeitpunkt waren aber vermutlich die Ausgaben, die in das Spiel geflossen sind, schon so hoch und die finanziellen Probleme schon so merkbar, Du bist echt eine arme Sau. dass man es nicht einfach einstampfen konnte, weil dann wäre jegliche Investition verloren gewesen und ein garantierter Hit à la Assassin's Creed besitzt Dedelic nun einmal nicht, womit man die Ausgaben von Gollum gegenrechnen hätte können. Ich denke, zu diesem Zeitpunkt liefen die Mitarbeiter schon so auf dem Zahnfleisch, dass sie nicht noch weiter belastet werden konnten.
Ich gehe stark davon aus, dass das Studio deswegen 2022 verkauft wurde. Eventuell hätte man ja das Studio ja später zurückkaufen können. Man war als Firma also praktisch gezwungen, auf den Franchise-Namen zu vertrauen und das Ding irgendwie aus der Türe hinauszudrücken in einem Stand, wo es spielbar, oder besser gesagt lauffähig ist, und darauf zu hoffen, dass der Name das Spiel am Anfang so gut verkauft, dass man die Verluste minimiert. Dass kurz vor Release noch das gesamte Spiel geleakt wurde, konnte man ja nicht ahnen. Eine Verschiebung, um sagen wir ein Jahr, hätte das Ganze vermutlich auch nicht besser gemacht. Vielleicht wäre es den Mitarbeitern etwas besser gegangen, aber ich will einmal glauben, dazu hat das Geld gefehlt. Dem Spiel selber hätte es aber auch nicht geholfen. Das wäre so gewesen, wie wenn man ein Schwein schminkt. Man bekommt kein Model, sondern nur ein Schwein mit Schminke. Das Spiel war einfach grundlegend nicht gut. Werden Patches das Spiel retten? Macht euch nichts vor. Es werden Bugs beseitigt werden und Dinge angepasst werden. Aber ein 90% Spiel wird daraus nicht werden. Denn dazu müsste man das Spiel ja grundlegend neu machen. Ich hoffe, Dedelic übersteht die Verluste, die sie hier wahrscheinlich machen und können das Lehrgeld in zukünftige Projekte stecken, sodass das nächste Herr der Ringe Spiel die Qualität bekommt, die alle gewollt hätten. Immerhin liefert solch eine Katastrophe in der Rückschau viel Informationen, wo man Fehler gemacht hat. Darüber hinaus sollen Mitarbeiter die Behandlung erhalten, die sie verdient haben und Vorwürfe von schlechter Bezahlung und Crunch der Vergangenheit angehören. Entschuldigt diese negative Stimmung. Vielleicht hättet euch diese Sache so auf wie mich. Kurz nach Release haben diverse Entwickler auf Twitter ihre schlechtesten Spiele ins Rampenlicht gestellt. Wie zum Beispiel Danny Calone, welcher an Sonic Boom Lyrics Aufstieg mitgearbeitet hat. Aber auch an God of War Ragnarok. Oder John Butkus, welcher nun zwar bei World of Warcraft mitarbeitet, im Jahr 2000 aber am Wrestling-Spiel WCW Backstage Assault mitgearbeitet hat, was nicht gerade gut ist. Denn wie schon gesagt, Spiele zu machen ist schwer. Und ich will dieses eine Mal auch glauben, dass man einfach so unerfahren war. Naja, auch ich bin selber nicht besser. Denn das war mein erstes Video. Noch sonst habe ich auch schon Sachen gemacht, wo ich heute mit Schrecken zurückblicke. Meine Landratten